Willkommen zu einem neuen Vlog, dem Monat März. Und ich habe für den März-Vlog wieder kein Intro gefilmt. Deswegen mache ich das jetzt hier aus der Zukunft. Wir haben nämlich eigentlich schon die erste Aprilwoche. Und es gibt aber so ein paar Worte zu sagen zu dem März-Vlog. Und ich lege euch mal hier wieder ab, weil das ist ein bisschen anstrengend, die Hand so auszustrecken. Also, der März-Vlog wird jetzt so ein bisschen kürzer ausfallen, weil ich die Japan-Reise, die noch im März stattgefunden hat, in einem separaten Vlog behandeln werde. Erstens, weil ich euch diesen Sonntag unbedingt einen neuen Vlog liefern möchte und zweitens, weil ich die ganze Japan-Reise noch ein bisschen aufbereiten möchte und mit ein bisschen Informationen bespicken möchte und ja, das ist einfach ein bisschen größerer Aufwand und ich möchte eben nicht, dass sich das noch weiter verschiebt, die Veröffentlichung eines neuen Videos und deswegen teile ich das auf. Falls ihr Fragen haben solltet zu einer Japan-Reise bzw. Tokio, dann könnt ihr mir das hier schon in den Kommentaren schreiben, dann kann ich das möglichst berücksichtigen. Und ja, um einfach so einen Blick dafür zu haben, was sind so die Punkte, die so die meisten interessiert oder wo einfach noch ein bisschen Informationsbedarf besteht, damit ich das ja möglichst berücksichtigen kann, ohne damit zu sagen, dass ich voll der Experte bin, weil auch das war meine erste Japan-Reise und wir haben das Ganze nicht so super krass durchgeplant oder super krass vorbereitet oder so und vieles eigentlich relativ spontan gemacht. Aber ja, es ist trotzdem ganz gut irgendwie zu wissen, was sind so Punkte, die, wenn es geht, drin sein sollten. Ja, so viel dazu. Dann starten wir den Monat März und dann melde ich mich nochmal an späterer Stelle. Übrigens danke an all diejenigen, die Tipps für die Frühstücksbowl gegeben haben. Viele von euch haben gesagt, es fehlt noch Nussmus drin. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Ich mache ab und zu diese Mandelmus hier mit Zimt und Vanille von Koro rein. Die habe ich eine Zeit lang in der Vergangenheit ja schon übelst geliebt. Und wie man sehen kann, habe ich da auch schon sehr, sehr viel von weggefuttert. Aber ja, das ist mein Go-To-Mandelmus, weil ich das super lecker finde. Und ja, so viel dazu. Okay, ich habe jetzt hier 4 Bahnen gekürzt. Die Idee war, das so ein bisschen leicht über dem Boden von der Länge zu haben, weil wir hier immer super, super viel Staub haben und ich will nicht, dass der Staub dann irgendwie immer hin und her gefegt wird und sich auf dem Stoff absetzt, weil man den dann auch schlecht dann wegsaugen kann. Deswegen sollte das nicht aufliegen auf jeden Fall und ein bisschen Luft haben. Ja, es hat eigentlich ganz gut geklappt, nur hier bei dem ist die Ecke so irgendwie ein bisschen länger. So sieht das jedenfalls aus. Ich habe hier dann auch außerdem 2 Bahnen immer zusammengenäht. Hier sieht man es so ein bisschen. Aber das fällt dann eh hier wie so eine Falte, weil der Stoff ja nur 1,60 Meter breit ist und dann hat man nicht so 12 kurze Bahnen, sondern eben 6 bisschen breitere, damit man auch nicht so viele Lücken dazwischen hat. Und dann werde ich jetzt ein Päuschen machen und dann zumindest 2 noch machen und dann vielleicht morgen die nächsten 6. Mal gucken. So, und hier haben wir jetzt das fertige Ergebnis.
alle Vorhänge hängen und sie sind gekürzt. Ich habe jetzt alles mal zugemacht, damit man das alles in der vollen Pracht quasi sehen kann. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Es sieht so schön ruhig aus. Es hat wirklich so ein kleines Spa-Ambiente irgendwie. Oder man kriegt so ein ganz friedvolles Gefühl, wenn man jetzt im Schlafzimmer ist. Und es sieht jetzt alles auch viel höher aus, dadurch, dass es nicht mehr so unterbrochen ist durch den Schrank. Man sieht den Schrank immer noch so ein kleines bisschen durch, aber das fällt in echt, finde ich, auch weniger auf als jetzt hier über die Kamera. Ja, also es war sehr, sehr viel Arbeit, aber ich finde, es hat sich definitiv gelohnt. Hier gibt es so ein paar Stellen, wo der Vorhang so ein bisschen zu lang ist. Also hier vor allem punktuell die Ecke. Also wenn ich es dann wieder mehr nach links schiebe, dann ist es wieder genau richtig. Viele haben mir geraten, den Stoff vorher zu waschen, bevor ich das schneide und so weiter. Aber ehrlich gesagt, ich hatte jetzt wirklich gar keine Lust, 50 Meter Stoff zu waschen. Und dass der dann auch noch irgendwie unregelmäßig rauskommt. Und ich denke mir, vielleicht werde ich den eh nicht in den nächsten 5 Jahren waschen oder so. Und dann schaue ich mal, wie es dann aussieht, wenn es soweit ist. Man braucht auf jeden Fall die doppelte Länge an Vorhang, als quasi der Abstand ist. Also ich habe gemessen, wie lang das ist, und dann die doppelte Länge davon brauche ich an Vorhängen, damit es eben diese Falten wirft, wenn man das geschlossen hat. Und damit bin ich dann ganz gut weggekommen. Das passt ganz gut. Und ja, ich muss es jetzt auch irgendwie mal die Tage steamen, weil es hat halt immer noch so ein bisschen so Falten vom Nähen und alles. Ich zeige euch das nochmal hier so ein bisschen im Detail. Also so sieht der Stoff hier an den Seiten aus. Also so quasi so gelassen, wie es von der Stoffrolle kommt. Finde ich auch voll okay. Es fällt überhaupt nicht auf. Und dann unten habe ich das ganz, ganz einfach gekürzt. Eine einzelne Naht, damit es auf der anderen Seite nicht weiter auffällt. Ich habe nicht mal hier irgendwie diesen Rand hier vernäht. Dieses, was man halt macht, so an den Endstücken, damit es nicht so ausfranst. Ja, es war halt mein erstes Mal an Nähen überhaupt. Deswegen habe ich es mir so einfach wie möglich gemacht. Wenn man das richtig machen will, dann macht man halt hier diesen, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber ja, ihr wisst schon bestimmt, was ich meine. Einfach hier nochmal so vernähen, damit das nicht ausfranst. Ich finde es auf jeden Fall so in Ordnung so. Und ja, ich habe das jetzt mal hier so geöffnet. Da haben wir jetzt oben endlich ein bisschen Stauraum, den wir nutzen können. Da haben wir jetzt zum Beispiel so unsere Koffer oder die Gästematratzen und hier so Boxen mit Weihnachtsdeko und noch so andere Boxen mit irgendwie Werkzeug oder so. Und hier in der Nische ist dann die große Leiter, die wir da verstauen, damit wir dann auch da oben rankommen und damit die in der Kammer dann einfach nicht mehr so reingestopft ist. Unsere Kammer, apropos, die haben wir hier ja so ein bisschen improvisiert. Da hatten wir vorher schon so diesen Vorhang und auch der war zu kurz. Und den habe ich dann auch einfach ganz simpel verlängert. Einfach nur so ein bisschen Stoff noch unten dran gemacht, weil ich glaube, das hätte nicht mehr gereicht, einen komplett neuen Vorhang zu machen. Und dann habe ich das hier so dran gemacht. Ja, und damit sieht es auch hier viel, viel ruhiger aus. Vorher hat man halt dieses Chaos dahinter so ein bisschen durchgesehen unten. Was auch irgendwie dumm war, weil dass wir den Vorhang halt von Anfang an komplett an die Decke gemacht haben, ohne dass wir Vorhänge hatten, die lang genug waren. Es wäre schlauer gewesen, wenn wir den Vorhang auf die Höhe angebracht hätten und dann wäre er wenigstens bis zum Boden gewesen. Aber okay, jetzt sieht es ja auch wieder dann gut aus. Und ja, diese Linie, die stört mich auch gar nicht. Also das finde ich voll okay, dafür, dass es so einfach war. Und jetzt sieht man nicht mehr das Chaos, was wir hier haben. Weg damit. Wow, einfach wenn man schon so aus dem anderen Zimmer reinschaut, finde ich, sieht das einfach so schön aus. So schön gleichmäßig und ruhiger. Ja, bin auf jeden Fall super happy damit. Ja, wenn ihr also mal so ein Projekt
im Sinn hattet und euch immer davor, ja, das immer ein bisschen prokrastiniert hat, hier ist eine Erinnerung, dass ihr es einfach machen sollt. Nehmt es einfach in die Hand. Es ist auf jeden Fall zu schaffen, auch für einen super Nähanfänger wie mich. Man braucht nur ein bisschen ja, Dedication, so ein bisschen Ausdauer, um das durchzuziehen. Wenn man mittendrin ist, kann man aber keinen Rückzieher mal machen und man muss es durchziehen und dann lohnt sich das Ganze dann auch. So, ich habe gestern Abend wieder ein paar neue Looks anprobiert für das nächste Styling-Video. Und natürlich ist hier das absolute Chaos ausgebrochen. Ich muss jetzt mal raussortieren, welche von den Teilen ich benutzen werde und welche ich dann weglege. Aber ja, jetzt erstmal aufräumen angesagt. Hier liegt auch noch alles rum, genau wie ich es hinterlassen habe. Und ich habe übrigens hier den Teppich ausgewechselt. So, ich zeige euch den Teppich jetzt nochmal richtig, weil ich das ganze Zeug aufgeräumt habe. Also, das ist der Zara Home Teppich, den ich schon seit bestimmt einem Jahr irgendwie bei mir rumstehen habe und nie dazu gekommen bin, den auszuwechseln, weil ich irgendwie in mein Haus gezögert habe. Ich weiß auch nicht so wirklich warum. Ich glaube auch teilweise, weil der Tisch einfach so super schwer ist und man da auf jeden Fall 2 andere Leute braucht, die den heben und verschieben und bla bla bla. Egal, jetzt habe ich es endlich geschafft und ich bin super zufrieden, weil ich hatte auch, glaube ich, auch ein bisschen Angst, dass es einfach nicht zusammenpasst, gerade wegen der Struktur und Farbe von der Couch. Die ist ja so sehr grob strukturiert und in so einem Grau und ich finde, das kann manchmal schwierig sein mit verschiedenen Beige-Tönen. Ich habe hier echt so verschiedene Beige-Töne, aber hier von der Perspektive sieht es echt ziemlich gut aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wirkt auch irgendwie ruhiger, dadurch, dass es nicht mehr diese geometrischen Formen hat. Und dann zeige ich euch aber von der anderen Seite, da verändert sich die Farbe vom Teppich nämlich so ein bisschen. So, man konnte es, glaube ich, jetzt echt gut sehen in dem Schwenk. Es wirkt jetzt von der Seite viel, viel kühler. Auch die Couch sieht sehr, sehr viel kühler aus. Und ja, aber es geht noch. Also es passt trotzdem noch ganz okay zusammen, finde ich. Und ihr habt es ja jetzt auch in dem neuen Styling-Video gesehen. Ich fand, das sah dann da eigentlich auch okay aus. Und ja, ich bin sehr, sehr zufrieden. Hier sieht man halt einfach die Fussel nicht mehr so schnell. Also bei dem anderen müsste ich bestimmt alle 2 Tage mindestens den Teppich saugen, weil man so schnell irgendwie Fussel von den Socken oder Staub oder so gesehen hat. Und ja, der ist einfach ein bisschen robuster. Er ist auch ein bisschen härter auf jeden Fall. Also so seid da nicht erschrocken, weil der ist jetzt nicht super cozy, gemütlich, sage ich mal. Also ist schon ein bisschen so ein härterer Teppich. Aber ich habe mich jetzt auch richtig dran gewöhnt, weil wir den ja auch im Esszimmer haben. Und ich finde es halt trotzdem voll okay. Ich setze mich ja trotzdem irgendwie gerne auf den Boden. Und ja, so viel zum Teppich. Habe ich schon gesagt, der ist von Zara Home. Der heißt irgendwie Caesar-Teppich oder so. Die Farbe gibt es auch aktuell noch. Ich habe das gleiche Modell ja auch im Esszimmer. Man kann jetzt aber nicht so wirklich den Farbunterschied erkennen, aber die haben eine stark unterschiedliche Farbe. Also der hier ist die kühlere, neutralere Variante, sage ich mal. Und der hier ist deutlich wärmer. Ich glaube, das sieht von der anderen Seite ein bisschen besser. So, ich glaube, hier zeigt es die Kamera ein bisschen besser. Es ist halt auf jeden Fall viel wärmer. Gefällt mir an sich mehr und ich wünschte, ich hätte diesen hier 2-mal. Aber gut, ist auch okay. Ich habe ja ursprünglich beide gekauft, weil ich mich nicht entscheiden konnte, welchen ich dann besser finde und habe dann halt beide behalten, weil ich ja im Endeffekt dann 2 Teppiche wollte. Einmal für hier und im Wohnzimmer. Und hier ärgert mich übelst krass, dass ich hier irgendwie so einen Fleck reingemacht habe. Und ich glaube, ich muss den Teppich mal so umdrehen, damit er da hinten in der Ecke ist, weil da sehe ich den irgendwie nicht so oft. Ah, das stört mich so. Aber was soll man machen?
So, da sind wir wieder mit meinem kleinen Sprechpart. Also, ich habe jetzt so das meiste gesehen, was so im März in Berlin passiert ist. Und der nächste Punkt, der so für mich auf den Plan stand, waren die Vorbereitungen für die Japanreise. Hauptsächlich das Thema Packen. Ich finde, Packen ist für mich so ein Stressthema. Also, das stresst mich einfach total. Und ich habe einfach immer das Gefühl, dass ich voll was Wichtiges vergessen habe, weil das in der Vergangenheit einfach auch oftmals so war, dass ich was super krass Essentielles vergessen habe auf irgendwelche Reisen, und das hat mich irgendwie total geschädigt, irgendwie habe ich das Gefühl. Naja, und deswegen packe ich jetzt immer eigentlich so 2 Tage vorher, bevor eine Reise ansteht, vor allem wenn es eine große Reise ist, um zumindest schon mal auch die Outfits vorzubereiten, weil das ist so ein bisschen so ein Ding, was mich auch so ein bisschen stresst. Ich will halt irgendwie genug dabei haben, so dass ich irgendwie ja, mich wohlfühle auf der Reise und ja, mich einfach gut fühle in dem, was ich trage. Und ja, deswegen ist da eventuell auch ein bisschen mehr Vorbereitungsbedarf. Gleichzeitig will ich aber auch nicht überpacken. Ich habe das diesmal so ein bisschen angegangen, eigentlich basically, wie ich ein Styling-Video vorbereitet. Also ich habe so ein paar Key Pieces, bestimmte Kleidungsstücke, die ich momentan sehr gerne habe oder die ich irgendwie, wo ich weiß, die will ich unbedingt tragen, und dann bilde ich da drumherum die Garderobe und schaue, dass ich da möglichst Teile einpacke, die miteinander kombinierbar sind. In meinem Fall finde ich, ist es immer einfacher, wenn man eine relativ reduzierte Farbpalette hat, wenn man halt eben eher so einen reduzierteren Stil hat, weil dann passen die Sachen einfach auch viel besser miteinander und man nimmt entsprechend weniger mit. Und ja, ich habe dann einfach an einem Abend oder an einem Tag super viele Outfits anprobiert, wie ich das auch bei Styling-Videos mache, und davon so Fotos im Spiegel gemacht, damit ich das irgendwie dokumentiert habe und da später dann nochmal reinschauen kann. Und ja, habe da so meine Hauptoutfits sozusagen schon vorbereitet und die man dann aber so variieren kann mit den einzelnen Bestandteilen, so dass man auch spontan sich anpassen kann, wenn man dann in der Reise ist. Weil manchmal fühlt man sich dann dort irgendwie auch anders nach anderen Sachen als hier. Ich kann euch ja die Fotos einblenden, die ich an diesem Abend gemacht habe, wo ich gepackt habe und meine Outfits vorgeplant habe. Die sind jetzt nicht super glamourös oder so, da liegt super viel Shit irgendwie auf dem Boden und ich bin auch ein bisschen zerzaust, aber ja, einfach um euch da so ein bisschen so einen kleinen Einblick zu geben, wie das so aussieht. Jetzt so in Retrospekt, ich hatte, ich glaube, fast alle Sachen dann auch mit, die ich da in diesen Outfits drin hatte. Ich glaube, diese eine beige Jacke habe ich dann nicht mitgenommen. Aber ja, so diese Teile, relativ simple Basic-Sachen, bis auf ein paar mehr ausgefallenere Sachen. Also einen flauschi Rock hatte ich mit, der so ein bisschen mehr special war, aber sonst alles sehr gut miteinander kombinierbar und nicht super krass spektakulär oder so. Bis auf irgendwie einen Wechseltanktop und ein T-Shirt, was ich irgendwie noch im Koffer hatte, hatte ich wirklich jedes Teil mindestens einmal an, was schon mal gut ist, weil ich finde es immer blöd, wenn man dann irgendwie so voll viele Sachen mit hatte, die man dann am Endeffekt doch gar nicht gebraucht hat. Ja, das war irgendwie zufriedenstellend. Es hätte aber tatsächlich auch ein bisschen weniger sein können, finde ich. Also, ja, weniger hätte, glaube ich, auch gereicht. Aber ja, das war schon mal ganz gut für mich. Ich glaube, das Thema habe ich jetzt relativ ausführlich behandelt. Ich hoffe, das war irgendwie ein bisschen hilfreich für euch. Und ja, dann seht ihr den Trip und so weiter einfach im nächsten Video, und damit beenden wir hier diesen Vlog. Ich hoffe, euch hat der Monatsvlog März gefallen, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!